Okay, und damit willkommen zur dritten Episode von Dead Man Show. Wir sitzen hier gerade in einem Kippsprinter und neben mir sitzt der Wolfgang. Wolfgang, du machst was genau? Grüß dich erstmal. Ich bin Chefinstruktor bei den Mercedes-Benz Driving Events. Ja, Wahnsinn, denn wir sprechen heute über Fahrassistenzsysteme. Ja, und wir haben gerade das erste System ausprobiert und zwar geht es um ESP aktuell, ne? Genau, um das adaptive ESP. Und wir sitzen hier in einem ganz speziellen Fahrzeug. Das ist präpariert mit ca. 1 Tonne Ballast. Okay, wow. Und gerade hast du mal erlebt, wie das ist, wenn ESP eben nicht aktiviert ist. Wir sind gerade ohne aktiviertes ESP gefahren und deswegen ist der Wagen auch so gekippt. Genau. Wahnsinn. Wolfgang, ich würde es gerne mal probieren. Ja, klar. Darf ich auch mal fahren? Ja, logisch. Möchtest du mal? Ja, super. Aber du super weißt, gerne. ich bin schon ein bisschen älter, ne? Also ganz gemütlich. Ja, das ist doch okay. Ja, komm, lass uns wechseln. So, herzlich willkommen. Wolfgang, kannst du mir kurz im Zweizeiler sagen, was ich jetzt machen muss? Ja, also wir haben das ESP im Moment aktiviert und wir simulieren jetzt mal so eine Gefahrensituation. Und dann, wenn ich es dir sage, jetzt weichst du einfach mal so einen imaginären Hindernis aus. Okay, ich tue so, als würde jemand vor mir stehen. Was Genau. 60, ne? Und dann schauen wir mal einfach, was passiert. Und wir fahren und jetzt ausweichen. Ui. Wahnsinn, wie dieses ESP eingreift. Ja, es ist wirklich total verrückt, wie eben die Sensorik sofort regelt und wir sind absolut sicher und es ist problemlos. Aber man weiß ja immer nur, wie gut diese Systeme sind, wenn man sie dann eben auch mal ausschaltet, mein lieber Dominik. Und Das ist das machen wir Stichwort. immer. Ich nehme dir jetzt nämlich mal das ESP weg. Jetzt bin ich aufgeregt. Ja, das kannst du auch sein, ich auch. Und wir weichen wieder aus, reicht schon. Und jetzt ausweichen. Okay. Ich war aber richtig auf 2 Rädern unterwegs, oder? Wir waren auf 2 Rädern unterwegs und du siehst ja, ne? Das System ist weg. Du hast im Prinzip genau das gleiche gemacht wie vorher auch. Aber plötzlich kommen wir echt in Bedrängnis. Ne? Schöne Erfahrung. Wahnsinn. Thema Bremsen und Thema Fahrassistenzsysteme. Ja. Darum geht es ja heute in dieser Episode. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal ein paar Hardfacts reinhauen über Fahrassistenzsysteme. Und später im Video, da geht es dann auch richtig um Bremstests. Ja. Und da könnt ihr gespannt drauf sein. Also bleibt auf jeden Fall dran. In den 70er Jahren gab es als erstes Assistenzsystem ABS. Ja, ganz wichtiges Assistenzsystem, denn das ABS verhindert jetzt eben ein Blockieren der Räder. Das heißt, ich kann bremsen und gleichzeitig lenken. Übrigens ganz spannend, das gab es schon in den 40er Jahren, nämlich da im Zugverkehr, also tatsächlich in Eisenbahnloks war das ABS schon drin, weil eben da auch das Problem war, wenn man da gebremst hat und Metall auf Metall, bremst eben nicht so gut, wenn es blockiert. Und da ging es eben mit dieser ABS-Entwicklung auch schon los. Dann ging es weiter 1995 mit ESP. Das haben wir ja gerade schon getestet. Aha. 1998 ging es dann weiter mit der Distronic. Aha, ein absoluter Meilenstein. Wir haben Radarsensoren im Fahrzeug verbaut, die jetzt ein Radarsignal ausstrahlen, wieder empfangen und damit eben den Abstand zu einem entsprechenden Hindernis detektieren können und eben darauf dann auch reagieren können. Okay, sehr gut. Ja, und als nächstes Assistenzsystem, da gibt es das Active Brake Assist. Den aktiven Bremsassistenten, das ist jetzt einfach die logische Fortführung der Distronic. Wir haben jetzt noch Kamera mit in unserem Fahrzeug verbaut. Das heißt, ich habe auf der einen Seite das Radarsignal, gleichzeitig aber auch die Kamera, die jetzt erkennt, was ist da und dann eben entsprechend Maßnahmen einleiten kann. Das klingt sehr spannend. Wir werden das ausprobieren. Bis gleich. Okay, Wolfgang, dann lass uns mal den ersten Versuch starten. Okay. Wolfgang, da sind gerade Kartons vors Auto geflogen. Warum hat das Auto nicht gebremst? Hast du gar nichts gemacht? Nein, nichts. Und das ist gut so. Denn jetzt stell dir mal die Situation vor, wir fahren irgendwie auf der Autobahn und genau dieselben Kartons, die verliert jetzt vielleicht ein LKW vor uns. Möchtest du, dass das Fahrzeug dann selbstständig eine Vollbremsung macht? Nee, auf der Autobahn wäre das unpraktisch. Genau, Ja. und das ist der Punkt. Was wir jetzt tun ist, die Kamera hat jetzt gesehen, da kommt was reingeflogen. Es gab aber kein Signal von dem Radar. Der hat gesagt, okay, da ist nichts, was jetzt irgendwie ein Problem darstellt. Und deswegen hat das System entschieden, eben keine Vollbremsung einzuleiten. Okay, aber angenommen, es wäre ein Auto gewesen, Aha. dann hätten wir wahrscheinlich jetzt anders geguckt. Dann hätten wir hier eine Vollbremsung hingelegt. Und wie sich das anfühlt,
Das können wir gerne mal ausprobieren. Okay, dann würde ich sagen, geht's zu Versuch 2. Okay, Wolfgang, jetzt geht's zum Versuch Nummer 2. Ich bin mega aufgeregt. Was machen wir jetzt genau? Ja, jetzt simulieren wir eben genau das Thema Stauende. Wir fahren jetzt hinter dem Cetan und wir kommen von hinten einfach zu schnell jetzt auf quasi das Stauende zugefahren. Und du reagierst jetzt einfach mal nicht. Ich mache gar nichts, aber ich gebe jetzt Gas. Du gibst jetzt Gas und wie es eben im Leben so ist, du bist vielleicht abgelenkt, weil ich mit dir quatsche gerade oder was auch immer und du reagierst eben nicht. Und ist das komisch? Okay. Das hat funktioniert, oder? ja. Wir haben ihn nicht geknutscht. Wir haben ihn nicht erwischt und du hast vor allem jetzt die verschiedenen Stufen, hast du auch gemerkt. Ja. Das heißt, als allererstes war das Beep, 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 ne? Also das quasi akustische Signal. Das ist für mich als Fahrer, wenn ich abgelenkt bin, dann ja schon mal so die erste Chance, oh, da ist irgendwas. Reagierst du aber immer noch nicht, was du ja nicht getan hast. Dann hast du gemerkt, es kommt so eine Teilbremsung. Ne? Er hat erstmal so kurz angebremst und dann hast du immer noch nichts gemacht. Mein Herz geht gerade so. Okay. Und in dem Moment hat das System dann autonom einfach eine Vollbremsung ausgelöst, weil jetzt sagt eben das Fahrzeug, okay, da gibt es keine Chance mehr, der Fahrer macht nichts, ich muss reagieren und hat dann eben die Vollbremsung ausgelöst. Ja, Wahnsinn. Ey, was bin ich froh, dass das jetzt gerade funktioniert hat. Ja. Und es zeigt ja, dass man sich darauf auch verlassen kann im Straßenverkehr. Gutes System. Das war die 3. Episode von That Van Show und heute haben wir eine Menge über Assistenzsysteme gelernt. Ja, und vor allem, hast du denn Spaß gehabt? Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, Wolfgang. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Beschreibung. Ja, und das wäre natürlich auch nett, wenn ihr mir einfach mal ein Like da lassen würdet. Abonniert auch den Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Und für die nächsten Episoden könnt ihr gerne mal Wünsche oder Anregungen auch in die Kommentare hauen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss mit Ö. Tschüss.